Hallo, heute sind wir in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Wir stehen hier vor unserer Nashornanlage. Das sind die südlichen Breitmaulnashörner und davon haben wir 3 Stück. Das ist einmal hier vorne ganz links, das ist die Zera. Hinter ihr ist ihre Freundin die Tamu und ja, ganz rechts ist dann unser Bulle, der Rimbo. Der Rimbo ist von 2003 geboren, die Tamu ist auch von 2003 und die Zera ist von 2004. Ja, bei unseren Mädels ist sehr interessant, die sind aus Südafrika, die wurden hierher transportiert und sind dementsprechend vom Genmaterial sehr interessant. Und mit dem Zola Barbe hatten wir dann vor einigen Jahren einmal die Bullen ausgetauscht, weil leider ist es so, wenn die Nashörner zu früh zusammengeführt werden, dann ist es sozusagen eine Geschwisterliebe und dann kommen die nicht mehr in den richtigen Östrus. Die Nashörner fressen in der Wildbahn ganz viel Gras, mehrere Kilo täglich in verschiedenen Portionen. Und bei uns haben sie jetzt momentan leider durch diesen schlechten Sommer wieder Heu, mussten wir wieder mit Heu füttern. Das kriegen sie auch im Winter bei uns, aber im Sommer kriegen sie ihre Grasportion. Und bei den Nashörnern ist es so, die haben keine Schneidezähne, die haben eine sogenannte Hornkante mit ihren Lippen und damit können die das Gras sehr gut packen und rupfen das aus dem Boden raus. Ja, wie wir unsere Tiere hier unterscheiden, ist einfach, links ist jetzt die Zera, jetzt halt mit ihrer nicht so schönen Seite. Die hat aber hinten keine Schwanzquaste, die kam aber auch schon so aus Afrika an. Wir vermuten, dass die Mutter, als sie noch ein kleines Kälbchen war, draufgetreten ist und das ist dann halt abgestorben. Ansonsten jetzt von vorne, sie hat ein sehr langes Horn. Daran kann man sie von vorne erkennen. Die Tamu, die man jetzt auch schlecht sieht, ihre 2 Hörner sind sehr dicht beieinander. Und ja, der Bulle, der ist einfach der größte. Auch für Nashorn ist es eine sehr große Schulterhöhe, die er besitzt. Und noch interessant ist zu sagen, dass die Nashörner, deren Hörner permanent weiter wachsen und die das dann immer selber abfeilen an Felsen oder Baumstämmen, die wir hier auf der Anlage sehen. Und das ist dann immer so ihr Schönheitsideal, die feilen sich das so ab, wie eine Frau ihre Fingernägel, bis es dann passt. Zum Thema Artenschutz, das ist jetzt halt eine etwas negative Aspekte bei den Nashörnern. Die werden halt sehr stark gejagt durch Wilderei, einfach durch ihr Horn, was leider in der chinesischen oder auch generell asiatischen Gemeinde dann als Allerheilmittel gilt, womit man dann auch sogar Krebs heilen kann. Das stimmt aber nicht. Das sagen mehrere verschiedenste Ärzte und Studien, weil dieses Horn besteht einfach nur aus Kreatin. Das haben wir auch zum Beispiel in unseren Haaren oder Fingernägel, ist auch in Vogelfedern vorhanden, also eigentlich recht viel überall. Ja, nur leider, wie gesagt, ging die Population dann immer weiter runter, weil allein schon 1 Kilo von diesem teuren Gut 60.000 US-Dollar wert ist und dementsprechend kriegen die Wilderer dadurch dann halt noch die Bestätigung, es zu vollziehen. In den Ländern, wo diese Tiere leben, gibt es natürlich auch Wildhüter. Allerdings ist bei denen auch mal geldliche Mittel fehlen und dann wird einmal bestochen.
die sehen dann einmal weg und dann leider geht es dann halt vonstatten. Zur Erhaltung dieser Tierart spielen Zoos eine sehr große Rolle. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel galt diese Art sogar als ausgestorben. Und dann hat man glücklicherweise ca. 100 Individuen doch wieder entdeckt. Einige davon dann natürlich in zoologische Gärten transportiert, und durch Zucht und Erhaltung in der Wildnis gibt es von dieser Tierart jetzt wieder über 20.000 Stück, grob geschätzt. Und trotzdem ist diese Art immer noch potenziell gefährdet, Tendenz steigend, einfach durch diese Wilderei. Ja, unsere Nashörner haben natürlich auch sehr viel Abwechslung. Zum Beispiel sieht man hinten haben wir verschiedenste Eingänge. Das ist ein sogenannter Hochzeitsgang. Den haben wir hier natürlich ein bisschen zweckentfremdet, einfach damit die Antilopen, Zebras und Strauße auch mal die Nashörner besuchen. Und zum Glück auch nicht andersrum, weil das sind ja schon imposante Tiere, die sind kurzsichtig, und auf weiter Distanz sehen die dann auch meistens nur einen kleinen grauen Fleck und preschen dann sehr schnell nach vorne, um zu sehen, was es denn ist. Und so ist es dann immer, dass die anderen Tiere wieder sich zurückziehen können, wenn sie denn doch die Nase auch voll haben. Gerade konnte man gut sehen, dass unser Bulli jetzt einmal dran gerochen hat, ob unsere Kühe jetzt im Östrus sind, und hat dann nochmal schön drüber gekotet, um zu sagen, ich bin der Chef, und auch nochmal drüber uriniert. Und was man auch noch gesehen hat, ist, dass er dann halt mit diesen Füßen einmal nochmal alles verteilt hat. Das machen die Tiere auch in der Wildnis, um zu zeigen, das ist mein Revier, das ist mein Territorium. Andere Bullen zum Beispiel, die dann durch sein Revier streifen, die machen das nicht, die koten einfach nur irgendwo hin. Und da kann man dann immer schon gut sehen, wer eigentlich das Sagen hat. Bei den Mädels, zum Beispiel bei der Zera, die ist da aber ein bisschen kräftiger, imposanter, und die lässt sich da so viel eigentlich nicht sagen. Bei der Tamu ist es ein bisschen umgänglicher, die ist ein bisschen lieber, ja, wie Nashörner halt so sind. Da ist die Liebe ein bisschen kräftiger, zaghafter. Und zu unserer Anlage ist noch interessant zu erwähnen, zum Beispiel, wir haben auch eine Schlammkuhle, die befindet sich auf der anderen Seite von unserer Anlage, wo die Nashörner sich dann auch in den Schlamm wälzen können. Einfach dient das als Sonnenschutz, dass sie keinen Sonnenbrand bekommen, oder auch wegen irgendwelcher Parasiten, und auch zur Hautpflege, dass die nicht zu sehr austrocknet. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.